Inmitten der weiten Graslandschaften des Serengeti-Reservats wandert ein Gepard lautlos und allein unter dem grellen, weißen Sonnenlicht der Trockenzeit. Einst lebte es in einer kleinen Gruppe, doch seine Verletzlichkeit führte allmählich zu seiner Isolation vom harten Überlebenszyklus der afrikanischen Graslandschaften. Ohne die Unterstützung seines Rudels ist der Leopard nicht in der Lage, große Beutetiere so zu jagen, wie es seine Instinkte für seine Art vorsehen. Seine tägliche Nahrung besteht ausschließlich aus kleinen Tieren oder den Überresten der Jagdbeute anderer Arten. Die langen Tage des Hungers und Durstes hatten seinen Körper merklich abgemagert, und seine goldenen Augen verloren allmählich ihre gewohnte Schärfe. Inmitten der weiten und kalten Naturlandschaft existiert es still, wie ein Geschöpf ohne Heimat. An einem brütend heißen Nachmittag machte sich der Leopard langsam auf den Weg zu einem ihm vertrauten Sumpf, in der Hoffnung, dort Wasser zum Überleben zu finden. Die Umgebung war ungewöhnlich ruhig, das stille Wasser spiegelte den blassen Himmel der trockenen Serengeti-Region wider. Es senkte den Kopf zum Trinken, seine Wachsamkeit hatte nach Tagen der Erschöpfung durch anhaltenden Hunger und Müdigkeit nachgelassen. Plötzlich bewegte sich die Wasseroberfläche heftig, was den Leoparden erschreckte und ihn einen Moment lang verwirrte. Plötzlich tauchte ein großes Tier aus dem Wasser auf und schuf eine gefährliche Situation, auf die der Leopard keine Zeit hatte zu reagieren. Sein Überlebensinstinkt treibt es an, inmitten der chaotischen und unvorhersehbaren Bewegungen zu fliehen. Das Platschen und die heftigen Bewegungen zerstörten die dem Sumpf innewohnende Ruhe völlig. Dieser kurze Augenblick veränderte das fragile Schicksal des einsamen Leoparden. Instinktiv schlug der Leopard verzweifelt um sich und versuchte alles, um der gefährlichen Situation zu entkommen, die ihn gefangen hielt. Sein Körper spannte sich vor Angst an, sein Atem wurde für einen Moment schnell und unregelmäßig. Nach einigen brenzligen Augenblicken hatte der Leopard das Glück, der unerwarteten Gefahr zu entkommen. Es sprang aus dem Wasser, taumelte beim Gehen, sein Körper schwer und sein Geist in Panik. Hinter ihnen kehrte der Sumpf schnell wieder in seinen ruhigen Zustand zurück, als wäre nie etwas geschehen. Der Leopard hielt einen Moment inne und spürte deutlich den dumpfen Schmerz, der sich in seinem Nacken ausbreitete. Seine Kräfte waren erschöpft, so dass es nicht mehr in der Lage war, sich in der Nähe des Gefahrenbereichs aufzuhalten. Es ging fort und trug Wunden mit sich, die es nicht selbst heilen konnte. Der Leopard verließ den Sumpf und schritt langsam, sichtlich erschöpft, durch das hohe Gras. Der anhaltende Hunger und die Erschöpfung ließen jeden Schritt schwerer denn je erscheinen. Mit Einbruch der Nacht machten es die Schmerzen ihm schwer, eine bequeme Ruheposition zu finden. Der Leopard lag flach im Gras und versuchte, sich nicht zu bewegen, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Die fernen Geräusche von Hyänen alarmierten es, obwohl es nicht mehr die Kraft hatte, wegzulaufen. Das schwache Mondlicht fiel auf die hagere Gestalt, die vor Kälte und Schmerz leicht zitterte. Die Zeit verging quälend langsam in anhaltender Einsamkeit, Angst und Erschöpfung. Diese Nacht wurde zur größten Bewährungsprobe für den Überlebenswillen des Leoparden. Als die Morgendämmerung anbrach, mühte sich der Leopard, aufzustehen, und klammerte sich an die schwache Hoffnung, Nahrung zu finden, um sich zu ernähren. Sein geschwächter Körper führte jedoch dazu, dass es sich auf dem heißen, trockenen Boden langsam und unsicher fortbewegte. Nach einer langen Reise verirrte es sich und landete schließlich auf einer unbefestigten Straße, die durch den Serengeti-Nationalpark führte. Das helle Sonnenlicht schien herab und enthüllte die Zerbrechlichkeit des dünnen, zitternden Körpers. Der Leopard blieb mitten auf der Straße stehen, sein Atem wurde mit jeder Minute schneller und schwerer. Schließlich legte es sich zu Boden, da es keine Kraft mehr hatte, weiterzugehen. Die Umgebung war ungewöhnlich ruhig, nur eine sanfte Brise rauschte durch die Wiesen. In diesem Moment ergab sich der Leopard beinahe seinem harten Schicksal in der Natur. Zur gleichen Zeit patrouillierten Ranger Daniel Okoro und Rangerin Aisha Mbeki im südlichen Teil des Serengeti-Nationalparks. Sie entdeckten eine reglose Gestalt, die mitten auf der verlassenen Straße lag und in der vertrauten Umgebung völlig fehl am Platz wirkte. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass es sich um einen stark abgemagerten Geparden handelte.
Daniel blickte sich schnell um sicherzustellen, dass die Gegend frei von potenziellen Gefahren war. Aisha erkannte sofort, dass es sich um eine sehr seltene Art handelte, die besonderen Schutz benötigte. Sie kontaktierten umgehend die zentrale Rangerstation, um den Notfall zu melden. Die Antworten wurden fast umgehend per Funk zurückgeschickt. Die Rettungsaktion wurde ohne Zögern eingeleitet. Daniel und Aisha hatten die gesamte notwendige Ausrüstung vorbereitet, um die Sicherheit sowohl des Leoparden als auch der Menschen zu gewährleisten. Sie hielten einen sicheren Abstand, um das stark geschwächte Tier nicht zusätzlich zu belasten. Daniel bediente die Narkosegeräte sorgfältig gemäß den Konservierungsverfahren, in denen er ausgebildet worden war. Das Medikament wurde präzise verabreicht, wodurch der Leopard schnell in einen sicheren und stabilen Zustand gelangte. Aisha näherte sich vorsichtig, um seine Atmung und seine Reflexe zu überprüfen. Gemeinsam hoben sie den Leoparden auf eine spezielle Rettungstrage. Jeder Handgriff wurde langsam und mit größter Sorgfalt ausgeführt. Die Reise zurück zum Rettungszentrum begann mit höchster Konzentration. Im Serengeti-Rettungszentrum wurde der Leopard, der sich in einem geschwächten Zustand befand, schnell vom Veterinärteam in Empfang genommen. Die Untersuchung ergab, dass das Tier Hautschäden aufwies und sich seit längerer Zeit in einem schlechten körperlichen Zustand befand. Die Ärzte reinigten und behandelten die Wunde vorsichtig und gewissenhaft. Alle Eingriffe werden in einer streng kontrollierten und sterilen Umgebung durchgeführt. Die Wunde wurde anschließend vernäht und verbunden, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Dem Leoparden wurden Nahrungsergänzungsmittel und Nährstoffe verabreicht, die für die Verbesserung seines allgemeinen Gesundheitszustandes notwendig waren. Die Atmosphäre in der Krankenstation war ruhig, konzentriert und voller Hoffnung. Alle warteten gespannt auf die ersten positiven Anzeichen bei dem Tier. Nach der Behandlung wurde der Leopard in ein ruhiges, halbwildes Gehege innerhalb des Reservats verlegt. Am späten Nachmittag wachte es auf und begann, seine Umgebung mit auffallender Vorsicht zu beobachten. Die kühle, ruhige Grünfläche trug dazu bei, den Stress allmählich abzubauen. Der Leopard hat wieder angefangen zu fressen und erhält angemessene Rationen, um seine Genesung zu fördern. Jede noch so kleine Bewegung zeigte, dass sein Körper allmählich wieder zu Kräften kam. Die Ranger überwachen die Lage aus der Ferne, um unnötige Eingriffe zu vermeiden. Die Augen des Tieres beruhigten sich allmählich von Tag zu Tag. In diesem halbwilden Raum wurde eine stille Hoffnung genährt. Eine Woche später wurde der Leopard erneut untersucht, um seinen Genesungszustand umfassend zu beurteilen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wunden gut verheilten und sich der körperliche Zustand deutlich verbesserte. Daniel und Aisha besprechen die nächsten Schritte bei der Pflege dieses seltenen Tieres. Sie beschlossen, es noch einen Monat im Zentrum zu behalten, damit es seine natürliche Stärke vollständig wiedererlangen kann. Während dieser Zeit gewöhnt sich der Leopard allmählich an die notwendigen körperlichen Aktivitäten. Mit jedem Tag wurde sein Körper gesünder und agiler. In seinem naturnahen Lebensraum steht es oft da und blickt hinaus in die weiten Graslandschaften in der Ferne. Für die Rückkehr in die weite Naturlandschaft der Serengeti eröffnet sich eine neue Chance.